Mein Gott, das kann's ja nicht wahr sein. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zur mittlerweile 20. Folge. Kennt ihr das, wenn ihr einfach so ein Bauchgefühl habt, so beim Autofahren? Mann, ey, Okay. Ich schätze mal, so kommt man auch auf die Autobahn. Okay, gut. Was ich eigentlich sagen wollte, wir haben ja hier richtig schönes Wetter, nur leider ist der Standort der Sonne etwas ungünstig. Denn die scheint hier so ein bisschen unter dieses kleine Schirmchen durch und schon kann man halt die Ampel nicht mehr vernünftig sehen. Na, dreimal könnt ihr raten, wo wir hier wieder unterwegs sind. oh nee, Mann. Mensch, du Und ich wundere mich, warum mein Arzt mir Blutdrucktabletten verschreiben möchte. Aber so langsam kann ich ihn verstehen. Na gut, schonen wir mal die Stimmbänder und kommen wir mal zu etwas, was mir den Tag gerettet hat. Was haben wir denn da vor uns? Rekordvideo. Da ist ja einer meiner Einsender. Doch, das ist doch auch mal schön. Ey, der Einsender oder Fan? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich freue mich gerade mega, dass ich hier meinen Sticker mal irgendwo hier rumfahren sehe. Das ist ja geil. Was macht der Radfahrer da? Okay. Rechts und links ist ein Gehweg, der auch für Radfahrer freigegeben ist. Und ganz ehrlich, den würde ich auch bevorzugt benutzen, wenn ich da mit dem Fahrrad unterwegs wäre. Denn mit Autos möchte ich mich nicht anlegen. Warum das so ist, das sehen wir hier. Mensch, das war doch jetzt echt nicht notwendig, oder? Frage an euch, die aufmerksamen Zuschauer, was läuft hier falsch? Haben wir jetzt sogar verpasst oder haben wir jetzt fast eine Folge mit einer grünen Ampel gemacht? So, bevor wir jetzt zu unseren Einsendern kommen, mal eine Frage. Ihr wollt mir auch Clips einsenden? Dann könnt ihr das gerne unter dieser E-Mail-Adresse tun. Und ja, Upload-Möglichkeiten gibt es ja noch und nöcher. Ne? WeTransfer, Google Drive, was auch immer euch da halt besser gefällt für. Ne? Nutzt das ruhig. Irgendwie kriegen wir die Aufnahmen alle wieder runter. Wichtig wäre nur, wenn ihr mir hier noch ein bisschen was dazu schreibt. Zum Beispiel, was passiert im Clip, ab wann passiert das im Clip, wie ist eure Anzeigename und darf ich das Audio so verwenden oder muss ich bestimmte Personen etwas stimmlich verfremden. Damit hilft ihr mir weiter, na, dann macht das für mich alles viel einfacher und ja, da haben wir auch wieder was Schönes zu gucken. Ne? Und auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass die Clips nicht vorher schon woanders gelaufen sind oder woanders eingesendet wurden, weil dann, ja, bringt es ja nichts, das ist ja nur ein bisschen nervig so, wenn man die Clips, die man schon anderweitig gesehen hat, nochmal anders kommentiert, auf einem anderen Kanal wiederfindet. Ne? Wisst ihr Bescheid. Und wenn ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Dashcam seid, dann schaut euch doch auch gerne mal die Links in der Videobeschreibung an. Ich habe ja jetzt schon so ein paar Dashcams getestet und dazu auch Videos gemacht. Vielleicht hilft euch das ja bei der Auswahl ein bisschen weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch mal vorbeiguckt bei den Testvideos, weil die wurden nicht so oft geklickt und ja, gut. Ich denke mal, ich habe jetzt auch genug geredet hier für den Werbeblock. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir wieder zu den Einsendern gehen. Ne? Ach ja, der typische YouTuber-Satz, den muss ich noch bringen. Abo, Like und ne, Kommi, so ist gern gesehen. Dankeschön. Hilft mir ungemein weiter. Danke euch. Pinker Feld, da blockiert ein defekter LKW im Baustellenbereich den baulich getrennten rechten Fahrstreifen. Also wenn ihr das noch rechtzeitig hört, nehmt lieber die linke Spur. Wir geben euch natürlich Bescheid, wenn es da weitergeht. Ja, moin. Ein Motorradfahrer. Oh, ein böser Motorradfahrer. Ein ganz, ganz böser Motorradfahrer. Auch in Wien können wir im Stau stehen, aber das wird ja auch wohl einen Grund haben, denn da ganz hinten im Hintergrund, da sehen wir schon den Pflasterlaster ankommen. Ja, Rankan, ich weiß, dass du zuguckst, ich habe dir deinen Spruch geklaut, tut mir leid, aber das ist einfach zu gut mit dem Pflasterlaster. Ich hoffe, das kannst du mir verzeihen.
Das Moped, das fährt Slalom im Stau. Und ja, wenigstens eins funktioniert, und zwar die Hupe. Alter, Audi, du bist ein Genie. Wirklich wahr. Wie kann man so deppert sein? Mein Gott, das kann ja nicht wahr sein. Okay, dann versuche ich euch das mal zu erklären, damit ihr nicht denselben Fehler macht. Also, alle die links sind, bleiben links und fahren noch ein Stückchen weiter nach links. Und die auf der mittleren Spur unterwegs sind, die fahren genauso wie die Leute, die ganz rechts auf der Spur sind, noch ein Stück weiter rechts. So kann der Pflasterlaster oder auch andere Einsatzkräfte einfach durchfahren zur Unfallstelle. Der Clip wurde schon vorbereitet, deswegen geht es auch direkt schon los. Ne? Es geht um einen Transporterfahrer. Ein ordentlicher Schulterblick bei so einem Vehikel ist natürlich etwas schwieriger. Aber ich glaube, da kommt jetzt gleich noch was. Video geschützt. Hast du das schon oder was? Hat der öffentliche Verkehr eigentlich immer Vorrang? Bleib doch stehen! Kurze Antwort, nö. Nur das Hindernis auf seiner Seite hat der Sanheit. Warte mal, was steht da? Oh, das sind doch Spritpreise, wird sich doch jeder wieder drüber freuen, oder? Unser Vordermann hat ganz schön Scheiß gebaut und muss ganz schnell Blumen besorgen. Da kann man auch mal gerne vergessen, wo man parkt. Es ist ja ein Notfall. Eine riesen Autoschlange hat sich hinter unserem 50 km/h Auto gebildet. Naja, der eine oder andere verliert da schnell die Geduld. Durchgezogene Linie. Da darfst du nicht überholen. Der hat doch nichts gesehen. Da hast du recht. Na, wir fahren ja entspannt auf der rechten Spur rum mit 80 km/h und Hallo. Abfahrten. Ich glaube, wir werden das nie verstehen, warum die immer so plötzlich auftauchen. Aber gut, machen wir weiter. Hier heißt es wieder keine halben Sachen, sondern Vollgas. Der tägliche Kampf der Giganten, die uns frische Waren liefern und so weiter und so fort. Ja, dass es aber unter denen auch noch Mittelspurschleicher gibt, das ist mir neu gewesen. Jetzt will ich ja 2 Spuren fahren. Geht ja was. Und dann weiterhin. Muss ich aufregen. Da konnte ich nichts dafür. So, hier muss ich den Ton stumm schalten, denn man hat sowieso nichts verstanden wegen der lauten Musik. Aber habt ihr jetzt gesehen, was hier los war? Ja, hier beim LKW hat sich ein Zurgurt gelöst und die Metallschneider, die schlägt jetzt natürlich auf den Boden auf, was dann diese schönen Funken hier gibt. Naja, was machst du jetzt? Wie machst du deinen LKW-Fahrer darauf aufmerksam, dass irgendwas bei ihm am Wagen nicht stimmt? Wie würdet ihr auf euch aufmerksam machen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Nachts mit eingeschaltetem Licht rumzufahren wäre doch eine gute Idee. Die Straßenlaternen, die reichen natürlich nicht aus, um eine vernünftige Sicht zu haben, ne? Aber wie sieht es denn aus, wenn das Licht beim Fahrer ausgeht? Jetzt mache ich mal was ich sonst nicht mache in meinen Videos. Und zwar blende ich hier mal die Uhrzeit ein. Denn um 3:34 Uhr, ja, da kann man schon mit Sekundenschlaf rechnen. Jedenfalls tut mir, euch und den anderen Verkehrsteilnehmern einen großen Gefallen. Wenn ihr merkt, dass ihr müde werdet, dann sucht euch eine Stelle, wo ihr euch hinstellen könnt und macht mal für 20 Minuten die Äuglein zu. Denn bei sowas hilft auch keine laute Musik, kein offenes Fenster, kein zusätzliches Koffein. Wenn ihr müde seid, dann seid ihr müde und da hilft dann eher diese 20 Minuten Schlaf. Danach seid ihr schon echt wieder ein bisschen fitter unterwegs und kommt dann auch vernünftig da an, wo ihr hin wollt und wacht nicht im Krankenhaus auf. Auf jeden Fall wird es ja auch langsam dunkel, denn wir kommen zum Ende dieser Folge. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da, ne? Oder vielleicht auch einen Kommentar. Würde ich mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall vielen Dank für die ganze Unterstützung und fürs Angucken. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Start in die Woche. Fahrt vorsichtig und bis bald. Tschüss.